Herzlich willkommen. Heute machen wir Karree-Speck auf ganz einfache Art und Weise zu Hause. So, wir starten los. Unser schöner Karree-Speck, ein schönes Stück Karree vom Metzger mit einer schönen Fettschwarte. Schön vorbereiten. Das sind die Utensilien, die ich insgesamt verwende über den ganzen Prozess. Mit Vakuumierer, Mörser und Stößel verwende ich, dann ein schönes großes Messer und ein Behältnis oder vielleicht eine große Schüssel. Küchenrolle ist gut, eine Küchenwaage braucht man. Und jetzt geht's los. Wir benötigen Wacholderbeeren, dann ein schönes Lorbeerblatt, Kümmel oder Kümmelgans, etwas Zucker und Pfeffer oder Pfefferschwarz. Wir machen das so einfach wie möglich, also am besten nur einen kleinen Löffel, also einen Teelöffel von Zucker, einen Teelöffel Kümmel und einen Teelöffel Pfeffer, dann eine kleine Handvoll Wacholderbeeren und ein Lorbeerblatt. Das Einzige, was abgewogen wird, ist unser Nitritbökelsalz. Das muss angepasst werden an das Gewicht vom Karréfleisch. Also müssen wir das Karréfleisch abwiegen, das Nitritbökelsalz dazu. Es soll auf keinen Fall zu wenig Nitritbökelsalz sein. Deswegen müssen wir das anpassen ans Gewicht. Alles andere, ein kleiner Löffel, ganz unkompliziert. Als erstes schön trocken tupfen, unser Karréfleisch. Es soll schön trocken sein, dass dann das Salz und die Gewürze schön dran haften. Jetzt schön abbiegen. Das schön das Karree abbiegen. So, und nach dem müssen wir jetzt das Nitritbökelsalz anpassen. Es soll auf keinen Fall zu wenig sein. Das Nitritbökelsalz zu abbiegen. Waage wieder auf Tara 0. Und wir verwenden 32 Gramm Nitritbökelsalz pro Kilogramm Fleisch. Und das ist das Einzige, das wir abbiegen. Also wenn man davon ausgeht, dass das Fleisch ca. 1 Kilogramm hat, und man nimmt jeweils einen kleinen Löffel, also einen Teelöffel von den anderen Zutaten, dann ist das sehr unkompliziert. Von allen anderen nur einen kleinen Löffel, Wacholderbeeren eine kleine Handvoll, eine Mörser, dann ein Lorbeerblatt, das ist nicht so schön, anderes ist schöner. Das ist ein schönes Lorbeerblatt dazu, zerkleinern
Und jetzt jeweils nur eine kleine Löffel, einen Teelöffel voll Zucker, dann einen Teelöffel Kümmel oder Kümmel ganz, einen Teelöffel voll mit Pfeffer, Pfeffer schwarz. Und eigentlich war es das schon. Kurz überlegen, haben wir was vergessen? Nein, wir brauchen nur noch die Wacholderbeeren, Mörsern. Das knackt immer so schön. So, reicht. Mörsert. Zum Salz und zu den Gewürzen dazu. Schön umrühren. Wird das schön verteilt. So, das war's eigentlich schon. Das war schon der komplizierteste Teil. Wir nehmen einen großen Behälter. Das schönes Karree. Jetzt vermengen wir Salz und Gewürze. Schön gleichmäßig verteilen, schön einreiben. Auf allen Seiten. Die Ränder nicht vergessen. Außer hinten bei der Schwarte. Schwarte brauchen wir nicht einreiben. So, wenn wir da noch etwas ziehen, ein Stück Fleisch, das schneiden wir ab. Gleich Salz drauf. Gut, machen wir schön. Ein bisschen vorspielen. Und in Wirklichkeit, das war jetzt eigentlich schon der Hauptteil von den ganzen Tätigkeiten. Ja, es ist wirklich so. Das klingt komisch, ist aber so. Jetzt vakuumieren wir das Ganze. Wenn man so eine Rolle hat mit der Vakuumierfolie, dann schneiden wir das selber runter, verschweißen. Stift lege ich schon auf die Seite zum Beschriften, falls wir mehrere Karree-Speck machen. Ich mache das gern doppelt, also doppelt verschweißen, damit die Schweißnaht ja unbedingt hält. Falls eine aufgeht, doppelte Absicherung.
Das dauert nur ein paar Sekunden und das ist mir auf alle Fälle wert. So, die Ränder schön so umklappen. Dann bleiben sie schön sauber und es kommt kein Salz oder keine Gewürze dran, dass die Schweißnaht schön sauber bleibt, also dass das Vakuum schön hält. Rein. Jetzt alle Gewürze und das Salz geben wir dazu rein, weil das ist ein Teil von unserer Rezeptur. So, wieder umklappen. Das ist schön alles da drin. Aus unserer Rezeptur, so soll es sein. In der Zwischenzeit die Finger schön sauber gemacht, dass die Schweißnaht nicht schmutzig wird, dass das Vakuum wirklich hält, nicht an den scheitert. Vakuumieren. Ich bin immer sehr, sehr vorsichtig. Keine Falten, dass das Vakuum nicht aufgeht. So, ich mache das wieder doppelt. Umdrehen. Doppelt hält besser. Sicher ist sicher. Safety first. Dauert nur ein paar Sekunden und das ist es mir absolut wert. Ich auf Nummer sicher. Dann eben schon den Stift parat zum Beschriften, falls man mehrere Karreespeck macht. So, und jetzt ab in den Kühlschrank für 3 Wochen. So wird es dann später ausschauen. Schönes Vorher-Nachher-Bild. Ab in den Kühlschrank. Liebe Grüße von Travel Junkie. Alle 2 Tage drehen wir das um. Das ist das schön verteilt im Vakuum. Und nach 3 Wochen im Kühlschrank, alle 2 Tage umgedreht, sehen wir, die Flüssigkeit ist schon rausgezogen worden vom Fleisch. Hat super funktioniert. Nehmen wieder das Messer und den Behälter. Nehmen wieder Vakuumfolie auf. Holen unseren Karreespeck raus. Wir sehen, sehr viel Flüssigkeit ausgetreten. Und mit der sauber gewaschenen Hand grob die Gewürze runter. Ich mache das immer noch grob, weil es soll ja noch etwas schmecken. Deshalb haben wir ja die Gewürze dazugegeben. So, das Gröbste runter. So hängt wieder ein kleines Stück Fleisch weg. Ich habe
für dieses Video unterschiedliche Fleischteile verwendet, um euch zu zeigen, wenn da noch etwas weghängen sollte, das zum Wegschneiden wäre, dann können wir das jetzt auch noch machen. Dann schön trocken tupfen, bis ja jetzt sehr feucht, weil die Flüssigkeit rausgezogen wurde. Trocken tupfen, weil wir wollen dann ja räuchern und die Räucherfarbe hält nur, wenn das Fleisch trocken ist. Sonst hält so, jetzt schneiden wir weg, wenn noch was sein sollte. Letzte Möglichkeit zum Wegschneiden. Auch trocken tupfen. So, das war's schon. Jetzt Teller als Unterlage. Okay. Man sieht schon, die Farbe hat sich schon verändert. Jetzt ist er viel dunkler. Das Nitritbüchelsalz und Zucker hat schon super funktioniert. Weil am Anfang war das Fleisch ja sehr hell. Ich habe da eine große Nadel mit einer Öffnung, wo wir einen Metzgergarn durchstecken können. Wir wollen ja Karree-Speck aufhängen. Welche? Räucherschrank. Dem funktioniert das sehr gut. Öffnen. Zack. So, ich mache immer 2 oder 3 Knoten im Fall der Fälle. Safety first. Und so hängen wir den Karree-Speck in den Räucherschrank. So, zuerst 2 Tage trocknen. Man kann es schon in den Räucherschrank hängen für 2 Tage. Schauen, dass schön Abstand ist, links und rechts, dass er nirgendwo anstößt, sonst wird der Speck schmutzig, wenn man mehrere Speck hat. Schauen, dass jeweils Abstand ist dazwischen, dass dann später überall Farbe dazu kommt. Jetzt beim Trocknen alles gleichmäßig trocknen. Dann Räucherspäne. Ich verwende so eine Anzündhilfe. Ab in den Räucherschrank. Ein Abtropfschutz, dass nichts runtertropft. Dann machen wir zu. Schauen, dass die Luftöffnungen offen sind, dass genug Luft dazu kommt, dass das richtig anglimmt. Schrank zu, oben lassen wir offen, dass es durchzieht, bis es schön raucht. Wenn es schön raucht, da oben habe ich noch einen Karton reingegeben, falls Feuchtigkeit sein sollte, dass es nicht runtertropft auf unsere
schönen Karreespeck. Temperatur bis maximal 25 Grad Celsius. Wenn es schön raucht, können wir oben zumachen. Der Rauch soll ja im Räucherschrank drin sein. Bei unserem schönen Karreespeck. Da kann man etwas zumachen. Das nur noch ein bisschen zweimal räuchern, also von früh bis am Abend. Das räuchert circa 10 Stunden lang. Dann über die Nacht einfach ruhen lassen und am nächsten Tag ein zweites Mal räuchern. Und noch zweimal räuchern schaut das so aus. Wunderschön. Super schöne Farbe. Perfekt. Wahnsinn. Genau so soll es sein. Schön. Dann hängen wir das auf. 6 Wochen lang an einem kühlen Ort, wo keine Sonne dazu scheint. Ich gebe gerne so einen Eimer Wasser dazu, dass die Luftfeuchtigkeit hochgehalten wird. Es soll nicht zu trocken sein. Und nach 6 Wochen schneiden wir unseren Karreespeck an. Wunderschön. Super Farbe. Hat circa ein Drittel vom Gewicht verloren. Wunderschön. Super schöne Farbe. Perfekten Geschmack. Super. Herzlichen Dank und bitte den YouTube-Kanal abonnieren. Dankeschön.